Hallo meine Freunde, hola Madridistas, was für ein Fußballspektakel gestern Abend zwischen Paris Saint-Germain und den Bayern aus München. Es hat Spaß gemacht zuzugucken. Meine Meinung dazu und eine Frage, die ich an euch habe bezüglich Real Madrid, natürlich in diesem Video, aber wir kümmern uns wie immer um Real Madrid. Ist José Mourinho der neue Trainer von Real Madrid? Die Informationen gestern kamen aus dem Nichts. Auf einmal schien alles schon sehr, sehr weit in den Verhandlungen zu sein. Was da wirklich passiert ist, was der letzte Stand der Dinge ist, etc., erkläre ich euch in diesem Video. Dann habe ich für euch noch Informationen zu Eder Militao, zu Real Madrid Castilla und. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, lasst mich anfangen mit der Aussage, wer gestern das Spiel Paris Saint-Germain gegen Bayern nicht geschaut hat, der hat etwas verpasst. Ein absolutes Fußballspektakel. Zwei Vereine auf absolutem Weltklasse-Niveau, die mit offenem Visier gespielt haben. Da gab es quasi keine Defensive. Vollgas-Fußball ohne Ende. Auf der einen Seite ein Olise, der hat Nuno Mendes auseinandergenommen. Auf der anderen Seite fand ich persönlich den Luis Diaz sogar noch besser. Das beste Spiel, was ich je von dem gesehen habe. Der schwächste Mann gestern von den drei war Harry Kane und der war schon richtig gut. Damit man mal sieht, wie toll das Spiel war. Auf der anderen Seite ein Doué, ein Quaradonna. Jeder, der sich fragt, warum der Junge Quaradonna heißt oder genannt wird, soll sich das Spiel gestern angucken. Dembélé hat auch ein Interview nach dem Spiel gegeben, wo er gefragt wurde, was ist los mit dir? Du bist ja links, rechts, in der Mitte. Und Dembélé hat gesagt, ja, wenn ich bei Luis Enrique aufhöre zu laufen, holt er mich raus. Ja, und da wird man als Madrid-Fan neidisch. Ja, und diesbezüglich auch meine Frage an euch. Denn auf der einen Seite sehe ich so ein Fußballspiel und bin neidisch und denke, das ist ein anderes Level als das, was Real Madrid spielt. Ich glaube, wir alle haben das gedacht. Das ist ein anderes Tempo, die Ballstaffetten, das Pressing, das ist ein anderer Sport. Ja, und auf der anderen Seite kommt dann die Logik in mir und denkt sich, hör mal, vor 2 Wochen haben wir gegen diese Super Bayern erst in der 88. Minute verloren, weil eine rote Karte die Balance zugunsten der Bayern hat ausschlagen lassen. Und wir hatten noch Chancen liegen lassen, ich erinnere mich an die von Mbappé oder im Hinspiel, wo Vini alleine auf Neuer läuft, das Ganze ohne einen Courtois, ohne einen Tchouaméni. Ja, also mein Gedanke, ich kann es nicht verstehen. Wie kann das ein anderer Sport sein? Wie können die so viel weiter sein als Real Madrid? Und vor 2 Wochen hat Madrid, ja, um ein Haar wären wir gestern im Stade de France gewesen gegen Paris. Ja, und ein extra Lob nochmal an einen Ferland Mendy. Dieser Typ, was ist das bitte für ein Verteidiger? Der kommt aus der Halbrente, hat ein halbes gesundes Knie, und schaltet Olise 90 Minuten in der Allianz Arena aus. Erst als es dann 10 gegen 11 war und der einmal kontern konnte, hat der Olise natürlich das Tor gemacht. Aber was für ein Verteidiger ist Ferland Mendy? Also ich bin gespannt, das waren meine Gedankengänge. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Weil, wie gesagt, auf der einen Seite denke ich, die sind viel weiter und auf der anderen Seite denke ich, aber in der Realität waren wir doch verdammt nah dran. Naja, lasst eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Ja, und dann bin ich auch gespannt, was uns heute Abend erwartet. Ich glaube, das komplette Gegenteil. Gestern die besten Offensiven der Welt, heute die besten Defensiven. Atletico Madrid gegen Arsenal London. Viele sprechen heute vom Haram-Ball. Ich habe gesagt in meinem Short heute, wer heute Übertore tippt, der hasst Geld. Also ich bin gespannt. Ich glaube heute auf so ein richtig fettes 0:0. Bin ich gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ja, nicht, dass wir uns alle täuschen und es heute auch wieder ein Spektakel gibt. Ja, wie dem auch sei, genug davon. Ich wünschte mir, ich könnte mehr über die Champions League reden, weil Real Madrid dabei wäre, sind wir aber nicht. Ja, und kommen wir jetzt zu Real Madrid, darum sind wir auf diesem Kanal. Fangen wir erst einmal mit einer sehr guten Nachricht an, und zwar die Jungs von Real Madrid Castilla haben es geschafft. Die haben sich gestern im Premier League International Cup gegen die U21 von Dinamo Zagreb in der Verlängerung mit das 2:1, Sprachfehler, mit 2:1 durchgesetzt und stehen im Finale des Premier League International Cup.
Beim ersten Mal, wo wir überhaupt dabei sind. Ich erinnere daran, bei diesem Turnier waren 32 Mannschaften. Alle großen Premier League Akademien und die besten Mannschaften links und rechts aus Europa. Und Real Madrid ist beim ersten Mal direkt im Finale, trifft im Finale auf den Sieger von Real Sociedad U21 gegen die U21 von Borussia Dortmund. Alle Engländer sind schon rausgeflogen. Aber wie gesagt, gestern schöne Nachrichten. Thiago Pitarch hat unter anderem auch gespielt. Wie gesagt, hat Spaß gemacht, den Jungs mit anzusehen. Auch wenn der Platz absolute Katastrophe war, hoffen wir im Finale auf einen besseren Fußballplatz. Ja, bleiben wir bei guten Nachrichten. Eder Militão wurde gestern erfolgreich in Finnland am Knie operiert. Ihr seht ihn. Danach hat man ihn auf Krücken gesehen. Er selber hat auf seiner Instagram-Seite eine Nachricht verfasst. Lesen wir uns die zusammen einmal durch. Jeder, der mich kennt, weiß, wie engagiert ich war und wie hart ich gearbeitet habe, um in top körperlicher Verfassung zu sein. Aber leider muss ich mich um meinen Körper kümmern, damit ich selbstbewusst für Real Madrid und die Nationalmannschaft spielen kann. An alle, die mir Nachrichten voller Liebe und Unterstützung geschickt haben, meine aufrichtigster Dank. Und auch an alle, die an meiner Seite stehen, meine Familie, meine Kinder, meine Frau. Wisst, dass der Kampf weitergeht, denn das Beste kommt noch. Ja, positive Worte von dem Eder Militão. Ja, und ich habe auf der einen Seite negative Gedanken, denn wenn wir ehrlich sind, viele sagen, wir können mit einem Eder Militão nicht mehr rechnen. Dazu habe ich euch die Abwehrsituation genannt bei Real Madrid. Und zwar, ein Raúl Asensio soll angeblich verkauft werden. Auch da hört man die ersten Stimmen, die nicht mehr so zu 100% sicher sind, was für mich das Logischste wäre. Ich glaube, wenn ein neuer Trainer kommt, sagen wir, José Mourinho kommt, glaube ich, Asensio ist so dieser typische, den der José Mourinho sich packt und sagt, du bist mein Sergio Ramos, und Asensio dann für José Mourinho durchs Feuer geht und töten würde. Denn José Mourinho hat ja immer so Spieler in der Kabine, die er sich besonders herauspickt. Aber was ich damit sagen will, ist das Logischste ist, auch wenn es kein José Mourinho ist, ein Klopp oder wer auch immer, dass derjenige dann entscheidet, wie sieht die Zukunft aus von einem Raúl Asensio. Nur weil er Stress hat mit einem Arbeloa und da eine schlechte Situation hatte, muss das ja nicht für alle neuen Trainer gelten. Also ich finde, Real Madrid sollte da die Ruhe bewahren und dann eine Entscheidung treffen. Aber wie dem auch sei, Real Madrid, ein Alaba soll gehen, Rüdiger dauerhaft am Knie verletzt, Eder Militão kannst du nicht mit rechnen. Dir bleibt ein Asensio, wo die Zukunft offen ist, und ein Dienhausen. Mal schauen, ob der neue Trainer auch ein Dienhausen-Fan ist. Dienhausen war ja eher der Kandidat für den Xabi Alonso. Ja, und Chiringuito ist nicht immer die beste Quelle, aber in diesem Fall glaube ich an die Aussage. Hören wir uns das zusammen einmal an. Und vor allem bereitet die Situation mehrerer Spieler in der Abwehr Sorgen. Die Abwehrreihe ist am stärksten von Verletzungen und vom Alter vieler Spieler betroffen. Es wird verpflichtet werden, denn Madrid verpflichtet normalerweise nicht, aber diesen Sommer wird verpflichtet. Und es sind mindestens 3 geplante Neuzugänge in der defensiven Abwehrreihe. Es ist geplant, dass mindestens 3 neue Spieler, 3 defensive Verteidiger in der nächsten Saison von Real Madrid unter Vertrag genommen werden. Andere Positionen werden später analysiert, aber als dringlich gilt es, den Kader zu verbessern, und das bedeutet, die Mannschaft zu verstärken. Der hintere Bereich, der am empfindlichsten ist wegen Verletzungen, und auch der Bereich mit den ältesten Spielern. Zusammengefasst, Verletzungen, ältere Spieler und einige, deren Vertrag ausläuft. Madrid ist sich darüber im Klaren, dass das verbessert werden muss. Daher, wie gesagt, Priorität. Es ist ein angemessener Kader für die kommende Saison, und Madrid weiß, und auch der Verein weiß, dass die Abwehr deutlich verbessert werden muss. Und es wird mindestens 3 Neuzugänge in der nächsten Saison geben. Ja, und wie gesagt, diese Aussage hat für mich persönlich sehr viel Sinn ergeben. Ich sage es euch seit Tagen, Real Madrid reicht nicht ein neuer Innenverteidiger. 2 sind für mich auch zu wenig. Ich glaube, wir brauchen mindestens 3 neue Verteidiger. Ja, bin ich gespannt, ob es überhaupt so viele auf dem Markt gibt. Naja, ein Schlotterbeck kann ja Madrid anscheinend doch kaufen mit so einer Ausstiegsklausel, die der Schlotterbeck in seinem Vertrag unterschrieben hat. Ansonsten ist Konaté ja auch noch nicht offiziell verlängert. Einige reden über den Jacobo Ramon, der bei Como eine tolle Saison spielt. Bin ich gespannt, wie ihr das seht.
Ja, welche wären eure Verteidiger der Wahl? Lasst das mal in den Kommentaren, weil mir gehen die Ideen schon so ein bisschen aus. Ich glaube, einen Vuskovic wollen wir viele sehen. Einen Guardiol fände ich gut, aber das sind Leute, ja, ich weiß nicht, ob Real Madrid so viel Geld für einen Verteidiger in die Hand nimmt. Haben wir in der Geschichte eigentlich noch nie gemacht. Ich glaube, der teuerste in der Geschichte ist tatsächlich ein Eder Militao mit 50 Millionen oder Dean Howson. Naja, werden wir die in Zukunft sehen. Ja, und dann kommen wir zu dem Hauptthema. Gestern aus dem Nichts, während ich beim Fußballtraining mit meinem Sohn war, auf einmal aus allen Ecken kam die Information, José Mourinho wird der neue Trainer von Real Madrid. Und ich habe mir alle Informationen angeschaut und es schien so, ich war eine halbe Stunde gestern davon überzeugt, das ist eine Frage von Minuten. Ich dachte, wo kommt das so schnell her? Weil es hieß ja noch, Real Madrid hat Gespräche geführt. Ihr habt es selber gestern im Video gesehen. Kope hat das bestätigt mit Lionel Scaloni. Ja, auf jeden Fall erkläre ich euch jetzt, ich habe natürlich danach recherchiert, wie das Ganze sich aufgebauscht hat, wie das Ganze sich aufgebaut hat. Die ersten, die da so ein bisschen drüber ernsthafter informiert haben, war tatsächlich Sky's News Deutschland. Florian Plettenberg etc. haben gesagt, dass Real Madrid interessiert wäre, dass Real Madrid in Verhandlungen wäre mit dem Mendes für José Mourinho. Es gebe keinerlei Probleme. José Mourinhos großer Wunsch und Traum ist es, wieder zurückzukommen zu Real Madrid. Die Kollegen aus Sky Sport in England haben das Ganze so zusammengefasst. Richtig. Ist da irgendetwas dran? Könnte José Mourinho zu Real Madrid zurückkehren? Sag niemals nie. Ich denke, es ist möglich. Laut den Berichten von Sky Deutschland gestern Abend ist er jetzt der Favorit, diesen Sommer zu Real Madrid zurückzukehren. Das wäre jetzt eine außergewöhnliche Geschichte, weil er an einen Ort zurückkehren würde, den er geliebt hat. Auch die Fans haben ihn geliebt. Aber man muss sagen, man hätte angenommen, dass Real Madrid die Ära José Mourinho hinter sich gelassen hätte. Aber trotzdem ist er immer noch sehr, sehr eng mit dem Präsidenten von Real Madrid, Florentino Pérez, verbunden. Er ist jemand, zu dem er über die Jahre hinweg eine sehr enge Beziehung behalten hat. Und interessant ist, dass er eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bei Benfica hat, was bedeutet, dass er Benfica verlassen könnte, wenn eine Einigung mit Benfica erzielt wird, die für alle Parteien passt und die Ausstiegsklausel aktiviert wird. Ich denke also definitiv, dass es im Bereich des Möglichen liegt. Es wäre eine Sensation, wenn der Special One zu diesem besonderen Verein zurückkehren würde. Ja, ihr habt gehört, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gegeben. Und dann, ja, als ich das gehört habe, kam dann gestern die Information von der New York Times, von The Athletic, die arbeiten hier zusammen. David Ornstein und Mario Cortegana haben beide gesagt, die Wahl von Florentino Pérez, die erste Wahl ist ein José Mourinho. Und wir alle haben gehört, dieses Mal lässt ein Florentino Pérez sich nicht so sehr reinreden wie bei einem Xabi Alonso. Dieses Mal möchte er der Hauptentscheidungsträger sein oder mehr oder weniger fast der alleinige Entscheidungsträger. Hauptentscheidungsträger waren Florentino Pérez immer. Aber für mich ist relativ logisch, was passiert ist. Ich glaube, letztes Jahr war Florentino Pérez gar nicht so ein großer Fan von Xabi Alonso. Das war eher das Projekt von José Ángel Sánchez und der hat da so insistiert und die Presse etc., dass Florentino Pérez sich so ein bisschen hat breitschlagen lassen, aber selber nie zu 100% hinter dem Xabi Alonso stand. Ja, und dann, als es daneben gegangen ist und die Kabine auch gegen Xabi Alonso war, fiel es ihm leicht, sich auf die Seite der Spieler zu stellen, weil er eh nie überzeugt war von dem Xabi Alonso. Und so nach dem Motto, seht ihr, ich habe es euch ja gesagt. Und dann kam ein Arbeloa als Zwischenlösung und jetzt denkt sich ein Florentino Pérez, ich habe mir ja letztes Jahr reinreden lassen, ich habe euch gezeigt, ihr habt alle keine Ahnung, dieses Jahr übernehme ich das Zepter. Also ich glaube, das ist das, was bei Madrid passiert ist. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ein Florentino Pérez so leicht sich hinter die Spieler gestellt hat und nicht hinter dem Trainer. Aber das ist jetzt wirklich eine reine persönliche Vermutung von mir. Könnt ihr jetzt ja auch eure Vermutung gerne in den Kommentaren lassen.
Wie dem auch sei, sorry, Florentino Perez möchte die Entscheidung treffen. Dann hieß es auch, Real Madrid möchte sehr kurzfristig schon den neuen Trainer annoncieren. Das soll jetzt relativ zeitnah geschehen, damit der neue Trainer schon die Mannschaft oder die Vorbereitung auf die neue Saison mitentscheiden kann. Welche Spieler sollen angesprochen werden? Was ist die sportliche Richtung von Real Madrid? Ja, und wenn man dann alles zusammengenommen hat, Sky Sport Deutschland, die New York Times, ein Florentino Perez, der selber entscheiden möchte. Ein Florentino Perez, der gute Erfahrungen gemacht hat mit Rückholaktionen. Siehe einen Zinedine Zidane, siehe einen Carlo Ancelotti, ein José Mourinho, der unbedingt nach Madrid möchte, der super Beziehungen hat zu dem Florentino Perez. Dann konnte man schon von der Annahme gehen, oh Gott, heute Abend haben wir das offizielle Statement von Real Madrid. Aber ich muss alle nochmal etwas beruhigen, denn die ersten Stimmen von Insidern von Madrid kommen schon mit der Information, ey Leute, José Mourinho ist nicht die erste Wahl von Real Madrid. Das hat ein Joaquín Maroto euch gesagt oder mir. Wir haben es gesehen, ich habe es euch im Video gezeigt. Gestern wurde das in 2, 3 verschiedenen Radiosendern, El Larguero etc. auch bestätigt. Also, vielleicht war das so eine Art Großangriff von Jorge Mendes, von José Mourinho selber eingeleitet, damit wieder die Informationen so voll sind, dass ein Florentino Perez irgendwann sagt, ja weißt du was José, komm doch, wenn du möchtest. Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das auch wirklich schon in weiteren Vertragsgesprächen. Aber ich wollte euch sagen, wie die Situation sich aufgebaut hat und laut Informationen in Spanien gestern Abend, die letzten, die ich habe, ist das Ganze nicht so weit, wie es gestern dargestellt wurde. Ja, und wenn wir schon mal dabei sind, als ich gestern das Spiel Paris gegen Bayern gesehen habe, kam mir irgendwann der Gedanke, wenn Real Madrid diesen neuen, modernen, Vollpressing-Fußball spielen möchte, mit fußballerischen, schnellen Kombinationen, mit Außenstürmern, die brillieren, mit Ballstaffetten, die schneller sind, als es in der Welt des Fußballs wahrscheinlich jemals gab, glaube ich persönlich, dass ich mich nochmal bestätigt fühle, dass eher ein Jürgen Klopp der richtige Trainer ist, als ein José Mourinho, der mich eher an vergangenen Fußball erinnert. Hinten stabil stehen, kontern etc. pp. Naja, aber das sind auch persönliche Gedankengänge. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich mir das Spiel gestern erklären soll und wie ich jemanden, der Fußball zum ersten Mal sieht, erklären soll, dass dieses kaputte Real Madrid diese Bayern fast aus der Champions League geschmissen hätten. Ja, ich bin gespannt, was sagt ihr zu diesem Video? Seid ihr beruhigt oder wollt ihr tatsächlich José Mourinho? Was sagt ihr zu dem Spiel Bayern gegen Paris? Was sagt ihr zu Eder Militao und zu Real Madrid Castilla? Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, seid so nett, lasst ein Like da, teilt dieses Video, hypt dieses Video. Wer noch kein Follow da gelassen hatte, drückt drauf, das unterstützt den Kanal ungemein. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder mit der wahrscheinlich nächsten Rieseninformation. Also, bis dahin. ¡A la Madrid!